Guten Morgen zusammen, einen wunderschönen Sonntag wünsche ich euch. Bevor ich loslege, sage ich euch kurz, dass ihr diese Legung, die ich jetzt mache fürs Kollektiv, heute Mittag um 15 Uhr für alle Sternzeichen sehen könnt. Ich nehme diesmal mal die Seherkarten von Sven Pohl, denn die haben ein bisschen eine andere Bildsprache. Und ich bin gespannt, was wir heute hören dürfen. Also 15 Uhr, erschreckt euch nicht, wenn da 12 Videos rausgehen. Es geht nur nicht anders, ne? Die kann man nur, wenn alle zugleich da sein sollen, eben zugleich loslassen. Und 12 ist halt mal eine Menge und ich habe die Erfahrung schon gemacht, dass viele das stört, ne, wenn sie da eine Meldung kriegen. Alexandra hat was hochgeladen, also es wurde bei mir schon kommentiert. Es geht halt nicht anders, ne? Wie sollt ihr sonst drankommen? Okay, jetzt zeigt sich heute eine Situation, die scheint ein bisschen giftig zu sein, von der darf man sich verabschieden. Es kann auch sein, dass der ein oder andere so ein bisschen unangenehme Gefühle hat, weil er sich von irgendwas verabschiedet hat. Aber Aufforderung oder Ausgangssituation ist hier tatsächlich: entferne dich von unguten Situationen, nähere nichts, was dir nicht gut tut oder was ungesund für dich ist, ne? Auf der bewussten Ebene haben wir hier ganz klar, dass man eine Entscheidung treffen muss. Man überprüft vielleicht nochmal, was legt man in die Waagschale hinein, was ist man bereit zu investieren, welche Chance tut sich hier auf, um diese ungesunde Sache aus dem Leben zu lassen. Und auf der unterbewussten Ebene, und das finde ich jetzt ganz schön, haben wir die Schatzkarte. Ich muss mal gucken, seht ihr auch alles? Das heißt, uns ist bewusst, dass wir hier eine Situation haben, die uns nicht nährt, die uns nicht trägt und dass es irgendwo noch etwas gibt, wo mehr Fülle herkommt, ne? Das ist schon mal eine sehr interessante Sache. Also entscheidest du dich für das, was dir nicht gut tut und nährst dies, oder packst du das an, gehst deinen Weg und holst dir das, was dir zusteht. In der jüngeren Vergangenheit haben wir eine Situation, da hat sich etwas harmonisiert. Das können ja auch Familienthemen sein. Vielleicht gab es in der Familie irgendwelche Situationen, wo der eine dem anderen nicht gut getan hat, oder ein Konstrukt im Familienleben, das sich nicht mehr lohnt zu leben, also ein eingefahrenes Muster, oder man macht die Dinge immer gleich und um ja nichts zu riskieren, aber man kommt dann an den Punkt raus, dass es sich nicht gut anfühlt. Vielleicht geht es speziell darum, sich von etwas Ungutem zu verabschieden. Ich denke gerade so an die Mütter, ne, die immer alle versorgen und selbst immer zu kurz kommen. Egal, was dich jetzt von wem trennt oder von welcher Situation, du hast ja in der näheren Zukunft das erneute Aufeinanderzugehen. Ja, hier kann man noch was machen, hier ist Freude, hier hat man so diese Geschenksenergie, die daraus entsteht, Vorfreude. Wenn du irgendwie von Familienmitgliedern getrennt bist, kann es auch hier sein, dass man sich tatsächlich wieder sieht. Okay, jetzt wird es interessant. Die eigene Sicht der Dinge ist, wir haben hier dieses Gefühl von Mangel, von Verlust. Man kommt zu kurz, man stellt sich in die zweite Reihe. Das könnte hier dieser ungesunde Aspekt sein, der sich zeigt, irgendetwas, das kränkelt. Und es ist irgendwie klar, dass man etwas beenden muss, um wieder neu anzufangen. Hier kommen auch Umstände von außen, die dich darauf, ja, ich nenne es mal, die dich darauf hinweisen oder dir Dinge zeigen, wo du etwas verabschieden darfst. Und da kommt so ein gewisser Trigger auch aus dem Umfeld. Vielleicht geht es auch darum, sich ein ganz neues Umfeld zu erschaffen, ein Umfeld, wo man sich wieder wohlfühlt.
und diese ungesunde Situation verabschiedet. Wir haben bei den Hoffnungen und Ängsten hier die Nachricht. Also hier geht es vielleicht darum, dass man denkt, wenn man sich ausspricht, kriegt man sowas wie schlechte Energie oder man erwartet eine Nachricht und man kriegt sie nicht. Also man hat so stark diesen Fokus auf, ich komme zu kurz, ich bin im Verlust, ich kann machen und tun, was ich will. Das Leben verneint sich für mich oder mir geht immer wieder eine Tür zu oder die anderen bringen etwas mit. Aber hier ist es tatsächlich so, dass du vielleicht auch schon schlechte Nachrichten erwartest. Und wir sind ja im Haus der Hoffnungen und Ängste und trotzdem ist es wichtig für dich zu kommunizieren. Ne? Vielleicht auch sich da auszusprechen, wo du schon lange nichts mehr drüber gesagt hast. Guckt mal, wie genial. Wir haben hier für die Zukunft das Ei. Also hier ist tatsächlich ein Wiedergeborensein, ja, etwas, was neu entsteht, was neu aus dem Ei schlüpft. Da guckt auch das Licht hier schon durch, ne? Das kann jetzt hier im Bereich der Liebe sein, das kann hier auch im freundschaftlichen Bereich sein, im familiären Bereich. Irgendetwas tut sich auf, was hier nach Neubeginn aussieht, wo eine neue Situation kreiert wird. Die Schale von dem Ei hier, die ist auch schon auf. Ne? Da guckt schon das Licht ein bisschen raus. Wir sind also nicht an dem Punkt, wo alles noch so in der Eischale drin ist und noch nicht sichtbar, sondern hier sieht man tatsächlich schon die Lichtstrahlen rauskommen. Von den Krafttieren haben wir für heute die Eidechse. Da geht es um das Thema Regeneration. Und was ist denn treffender, bitteschön, als eine kränkelnde Situation zu regenerieren? Es fasziniert mich auch selbst immer wieder, wie die Karten sich dann so ergänzen, auch wenn man sie springen lässt und nicht selbst rauszieht. Ne? Okay, die Eidechse. Wenn die kommt, dann bringt sie dir eine ganz eigenartige, einzigartige Kraft, dich zu erneuern, zu regenerieren, alte Wunden hinter sich zu lassen, sagen wir es mal so. Und hier kündigt sich auch ein besonderer Segen für dich an. Es geht hier darum, dass dir ja gesagt wird, dass du ein vollkommenes Geschöpf bist und dass wir allzu oft auch selbst sehr hart mit uns umgehen oder Urteile fällen, die sehr übel für uns selbst sind. Ne? Also dieses passt so wieder auch so genau, ich bin es nicht wert, ich bin klein, ich bin im Verlust, ich habe irgendwie nichts zu geben. Ich stelle mich immer in die zweite Reihe, ich komme nicht voran, so diese ganzen Glaubenssetzungen, diese Haltung sich selbst gegenüber. Und die Eidechse, die kommt und fordert dich auch heraus, aus deinen düsteren Mauern rauszutreten und das Licht hier wieder wahrzunehmen. Und dass du dich auch anschließt, ne? Weil an das große Potenzial der Neugeburt sozusagen, denn hier liegt ein ganz großes Regenerationsvermögen für dich. Das heißt, man wird so wie rehabilitiert, etwas nimmt einen anderen Stellenwert ein. Ich glaube, dass es hier auch darum geht, alte Glaubenssätze oder Bilder, die man über sich selbst hat, zu verlassen. Irgendwas in Frieden aufzulösen. Etwas, was dir fehlt, auch zu ergänzen. Und es geht sehr darum, dass man im Einklang mit allem ist. Im Einklang sozusagen. Oh, oh, sehr spannend. Ja, der Engel der Weisheit steht uns heute zur Seite. Und der sagt uns, dass wir auf die Weisheit unserer Seele hören sollen, dass der Engel uns das auf den Weg gibt, dass die innere Stimme zu einem spricht, also die zeigt einem auch auf,
wo etwas ungesund oder kränkelnd ist. Hört auch da drauf, drückt es nicht weg, denn es kommt dann sowieso wieder und dann noch vehementer. Ja, und es geht um das Wechseln der Perspektive, um das Entwickeln einer eigenen Philosophie, die sehr befreiend wirkt und dir ein zufriedenes Leben ermöglicht. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderbaren Schlüpftag sozusagen. Denkt dran, 15 Uhr kriegt ihr das für euer Sternzeichen. Ich drücke euch und bis morgen.